Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren orientalischen Möhrensalat mit Kichererbsen. Dafür bereiten wir zunächst ein Dressing vor. Das Dressing besteht zum Großteil aus Orangen- und Limettensaft. Dafür jeweils eine große Orange sowie Limette mit einer Saftpresse auspressen, den Fruchtsaft in eine große Salatschüssel geben und jetzt kommen noch die übrigen Zutaten für das Dressing dazu. Einen guten Schuss Olivenöl, etwa einen Teelöffel Honig, einen Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel bzw. Kumin und zum Schluss noch eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Das Dressing anschließend einmal gut mit einem Schneebesen verrühren und dann kurz zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Möhren. Ich habe hier 4 relativ große Möhren, etwa 200 Gramm pro Stück. Einfach schälen und dann mit einem Messer, Gemüsehobel oder Sparschäler in dünne Scheiben schneiden. Cooper geht natürlich auch nicht leer aus und bekommt ebenfalls eine Möhre ab. Die übrigen Möhrenscheiben danach zum Dressing in die Salatschüssel geben. Weiter geht's mit einem Bund Frühlingszwiebeln. Einfach in feine Ringe schneiden und dann ebenfalls in die Salatschüssel geben. Danach habe ich hier noch 12 getrocknete Aprikosen. Die könnt ihr in dünne Streifen schneiden oder fein hacken. Alternativ würden hier auch Datteln gehen. Dann auch in die Schüssel geben. Und jetzt sind wir fast schon fertig. Es fehlen nur noch ein paar Kräuter, je eine Handvoll Petersilie und Minze mit einem Messer fein hacken. Und zum Schluss noch eine große Dose Kichererbsen über einem Sieb abgießen, abspülen, etwas abtropfen lassen und dann zum Möhrensalat in die Rührschüssel geben. Den Möhren-Kichererbsensalat jetzt einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten und das Dressing gleichmäßig verteilen können. Und anschließend können wir den Salat auf tiefen Tellern verteilen. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.